geht es um die Cockpit-Abtrennung. Unser Problem ist ja hier im Winter oder im Herbst und im Frühjahr, wenn es draußen kalt ist und wir fahren. Wir haben ja nur einen Außenfahrstand und der gesamte Bereich hier hinten mit Cockpit ist natürlich kalt. Und die Heizung kommt natürlich nur hier unten durch die Tür. Das reicht aber nicht aus, um den Bereich hier um das Cockpit warm zu halten. Deshalb haben wir uns eine Lösung ausgedacht und die zeigen wir euch jetzt. Wir haben uns vom Kappenmacher eine Trennwand machen lassen, die jetzt der Jürgen anfängt einzufädeln. Dafür haben wir extra hier oben zusätzliche Reißverschlüsse einnähen lassen, sodass wir hier zwischen eine Wand einziehen können. Und dann bleibt es muckelig warm, wenn die Heizung von unten nach oben strahlt. Das ist schon eine knifflige Sache, ne? Ja, das ist sehr eng alles, aber ich habe jetzt den Reißverschluss gefunden und jetzt passt. Jetzt müssen wir den zweiten nur einfädeln. Ja, das mit den Reißverschlüssen, das ist gar nicht so einfach. Aber da gibt es auch so tolle Tricks. Dieses Reißverschlussspray. Siehst du? Und schon klappt die Sache. Jetzt kommt zwischen unserem Dreh sogar die Sonne raus, die heute überhaupt nicht angekündigt war. Das macht natürlich Spaß, wenn man Arbeiten am Boot hat. Vorbereitung für den Winter. Die Plane ist fast dran. Hier kann man sehen, das tolle Spray für die Reißverschlüsse kann man nur empfehlen, kann man immer gebrauchen. Jedenfalls in der Campingbranche, in der Bootsbranche, überall ist das Spray einsetzbar. So, jetzt werden da unten die Schlaufen festgemacht. Dafür gibt es extra diese Schnallen und was das alles ist, ne, im Boden extra eingelassen. Damit ist die Kälteschleuse quasi oder Wärmeschleuse installiert. Wir haben jetzt hier den kalten Außenbereich und können jetzt hier in den warmen Innenbereich gehen. Okay, ja, ich stehe hier im Außenbereich. Im Moment ist natürlich die Sonne da, das ist natürlich etwas schlecht zum Vorführen. Und komme jetzt einfach durch unsere Schleuse nach innen rein. Kann den hier zumachen und damit wird dieser Bereich hier unten von der Standheizung, von unserer Dieselheizung erwärmt. Und wir können hier auch wunderbar bei schlechtem, kaltem Wetter fahren, ohne dass ich frieren muss. Ich bin ja schließlich eine Frostbeule und ich brauche die Wärme. Weichei, würde ich sagen. Weichei. Genau. Ja, und wenn du nicht lieb bist, dann schicke ich dich ins Kalte raus. Oh, das finde ich aber nicht so nett. Da musst du draußen spielen. Es reicht doch, wenn ich schon auf bei den Schleusen immer draußen stehen muss. Das stimmt. Ach, der Peter kommt. Ja. Ja, da grätsche ich mal von der Seite rein. Darf ich mal hier aufmachen? Ja. Weil ich hatte heute bei uns an Bord genau dieselbe Idee. Ja. Weil wir haben auch so ein Teil. Ja. Und da hatte ich schon gedacht, das könnte man ja eigentlich mal zeigen. Also wenn du Lust hast, ich baue das bei uns gleich ein. Ja. Dass wir das halt auch so haben. Und dann hast du es auch auf dem Film, wenn du möchtest. Ja, können wir machen. Also früher auf dem alten Boot hat man das ja so nicht am Anfang. Und da habe ich immer gefroren beim Fahren. Ja, Marina kommt gerade hier unten aus der Wärme. Hallo. Ich gehe jetzt mal nach draußen in die Kälte. Also hier ist es wirklich kalt, also gefühlt würde ich sagen knapp 10 Grad kälter. Also das dritte tut sich das so schnell aufheizen, sodass mein Captain nicht frieren muss. An so einem Grillthermometer kann man mal die Temperatur innen sehen. Das sind rund 22 Grad, die jetzt erzeugt werden, allein durch die Dieselheizung und die warme Luft, die von unten kommt am Fahrstand. Hier sitzen wir hier draußen vor der Schleuse und wir haben 13,3 Grad. 13,8. Ja, ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu drinnen. Ja, auf der Brom 39 haben wir auch so eine Zwischenwand. Ja, hallo. Hi Jürgen. Hi Peter. Ich komme jetzt mal eben hier gleich raus aus der schönen kuscheligen Wärme. Unsere Voreigner haben hier ein gutes, sag ich mal, eine gute Instandhaltung gehabt und auch nicht gespart, muss man sagen. Da sind wir sehr froh drüber.
Die haben so eine Zwischenwand sich bauen lassen, die wir hier locker einhängen können. Die ist einfach nur eingeklipst, aber trotzdem sehr gut. Und ja, die hilft natürlich, wenn wir so wie jetzt im Herbst unten aus der kuscheligen Wärme rauskommen. Die Heizung hat jetzt 21 Grad und ja, wenn man so eine Zwischenwand hat, haut die Wärme einfach nicht ab. Bei uns auf der 39er ist das ja noch mal anders als bei euch auf der 41er, weil wir haben ja unten das nicht so zu. Ja, hier unten ist ja alles offen, das heißt, hier haut die Wärme natürlich noch schneller ab und kommt die kalte Luft durch. Die Voreigner haben das wirklich gut gelöst. Das passt perfekt hier rein. Ist eine gute Sache. Beim Fahren später ist das auch angenehm, wenn es nicht kalt ist einfach. Man hat auch den Vorteil, man kann den Eingang auflassen und die Wärme haut einfach nicht ab. Ich hoffe, das hat euch auch wieder einen Tipp gegeben und für eigene Gedankengänge geholfen. Bis zum nächsten Mal.